Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Heute ist ein besonderer Tag, denn ich überlasse das Erzählerruder einer außergewöhnlichen Frau namens Sanelis, die ihre eigene Geschichte teilen wird. Ihre Erzählung verspricht, genauso faszinierend und geheimnisvoll zu sein wie alles, was wir bisher erlebt haben. Also schaltet eure Geräte auf volle Lautstärke und lasst euch in diese unergründliche Welt entführen. Sanelis, das Wort gehört jetzt dir. Bitte beginne mit deiner Geschichte. Ich, Lena, fuhr nach einem langen Tag im Café, wo ich arbeite, mit meinem Rad nach Hause. Heute war wieder mal viel los und ich fühlte mich ziemlich erschöpft. Auf meinem Heimweg fuhr ich an dem alten, verlassenen Gebäude vorbei, in dem früher ein Radiosender untergebracht war. Jedes Mal, wenn ich daran vorbeikam, dachte ich mir, dass ich irgendwann mal hineingehen sollte. Aber bisher hatte ich es immer aufgeschoben, weil ich nach der Arbeit zu müde war. Doch heute war irgendwie anders. Heute beschloss ich spontan, endlich mal reinzugehen. Immerhin war ich eine Hobby-YouTuberin und immer auf der Suche nach spannenden Orten für meine Videos. Als ich durch die Tür des verlassenen Radiosenders trete, umfängt mich eine Atmosphäre des Stillstands. Der erste Blick fällt auf die Wände. Sie sind mit abblätternder Farbe bedeckt, stellenweise mit Graffiti verziert. Zeugen vergangener Zeiten und vergessener Geschichten. Die Fenster sind größtenteils zerbrochen und durch die Lücken dringt schwaches Licht herein, das Staubpartikel in der Luft tanzen lässt. Der Boden ist übersät mit Trümmern, Splitter von zerbrochenem Glas, verstreute Papiere, die einst wichtig gewesen sein mögen, und alte, verrostete Metallteile, die vielleicht einst zu Radiogeräten gehörten. Jeder meiner Schritte hallt in der Stille wieder, als ich vorsichtig umhergehe, um nichts zu übersehen. Mein Blick schweift durch den Raum, vorbei an alten Schränken, deren Türen halb offen stehen, und einem umgekippten Stuhl, der wie ein stummer Zeuge der Vergangenheit wirkt. Die Luft riecht nach Staub und Verfall. Plötzlich entdecke ich in einer Ecke des Raumes ein altes Tonbandgerät. Es liegt auf einem Tisch, der mit einer dicken Staubschicht bedeckt ist. Neben dem Gerät liegt eine Aufnahme, ihre Hülle leicht verstaubt, aber intakt. Ich hebe das Tonbandgerät vorsichtig auf. Es sieht aus, als wäre es noch in einem guten Zustand, obwohl es offensichtlich seit Jahren nicht benutzt wurde. Es gibt hier keinen Strom, keine Möglichkeit, es abzuspielen. Mir fällt ein, dass mein Onkel auf seinem Dachboden ein ähnliches Abspielgerät hat. Da ich das Band nicht hier abspielen kann und meine Neugier geweckt ist, beschließe ich, das Tonbandgerät mit nach Hause zu nehmen. Wer weiß, welche Geschichten es zu erzählen hat. Zu Hause angekommen, stelle ich das alte Tonbandgerät auf meinen Schreibtisch und schließe es an. Es ist schon spät und die Müdigkeit von einem langen Tag liegt schwer auf meinen Schultern, aber die Neugier lässt mich nicht los. Ich setze mich, lehne mich zurück und drücke den Play-Knopf. Das Band beginnt zu laufen und zunächst höre ich das Knistern und Rauschen, das typisch für alte Aufnahmen ist. Eine fröhliche Musik spielt im Hintergrund und eine klare, männliche Stimme begrüßt die Zuhörer zu einer Radioshow aus den 1950er Jahren. Die Stimme klingt vertraut und beruhigend, fast wie eine Zeitkapsel aus einer anderen Ära. Doch dann, nach ein paar Minuten, geschieht etwas Seltsames. Die Stimme des Moderators beginnt sich zu verändern. Sie wird tiefer, fast grummelnd, und ihre freundliche Note weicht einem unheilvollen Unterton. Ich rutsche unruhig auf meinem Stuhl hin und her, mein Herz beginnt schneller zu schlagen. Die Stimme spricht nun nicht mehr über die üblichen Themen einer Radioshow, sondern erzählt von seltsamen und beunruhigenden Ereignissen. Sie spricht von dunklen Vorhersagen, von Geheimnissen, die tief unter der Stadt verborgen liegen, von Namen und Orten, die mir seltsam bekannt vorkommen. Ihre Worte sind kryptisch, fast rätselhaft und hinterlassen ein Gefühl der Unbehaglichkeit. Jedes Mal, wenn ich kurz davor bin, das Band zu stoppen, hält mich die Faszination zurück.
Was, wenn in diesen Worten eine tiefere Bedeutung verborgen liegt? Die Nacht vertieft sich und die Stimme auf dem Band scheint immer mehr in den Raum um mich herum einzudringen. Es fühlt sich an, als ob die Worte direkt zu mir sprechen, mich in ein Geheimnis einweihen, das nur darauf wartet, gelüftet zu werden. Trotz meiner Erschöpfung kann ich nicht aufhören zuzuhören, gefangen in der Geschichte, die sich vor meinen Ohren entfaltet. Ich bin fasziniert und verängstigt zugleich. Die Stimme auf der Aufnahme hat etwas Unheimliches an sich, das ich nicht ignorieren kann. Mit zitternden Händen recherchiere ich die in der Aufnahme erwähnten Ereignisse und stelle mit Entsetzen fest, dass viele von ihnen tatsächlich eingetreten sind. Die Aufnahme scheint ein Fenster in die Zukunft zu sein, das grauenvolle Prophezeiungen enthüllt. Unter den Ereignissen, die in der Aufnahme erwähnt werden, finde ich Berichte über Naturkatastrophen, mysteriöse Todesfälle und seltsame Erscheinungen, die allesamt akribisch mit Datum und Ort versehen sind. Ich lese von einem verheerenden Erdbeben in einer entfernten Stadt, das genau zu dem Zeitpunkt stattfand, den die Aufnahme vorhergesagt hat. Es gibt auch Berichte über merkwürdige Lichter am Himmel, die über einem abgelegenen Wald auftauchten, ebenfalls im Einklang mit der Aufnahme. Je tiefer ich in meine Recherche eintauche, desto mehr wird mir klar, dass diese Aufnahme keine gewöhnliche ist. Sie scheint tatsächlich die Zukunft zu enthüllen. Aber was bedeutet das für mich und die Welt? Meine Faszination wird von meiner Angst überschattet, als ich mich frage, welche schrecklichen Schicksale noch auf mich zukommen könnten. Ich gehe weiterhin zur Arbeit im Café, auch wenn ich jede freie Minute damit verbringen möchte, die Tonbandaufnahmen anzuhören. Aber die Realität zwingt mich, meine Pflichten zu erfüllen. Tagsüber serviere ich Kaffee und interagiere mit den Kunden, aber ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und wieder in die Aufnahme einzutauchen. Je tiefer ich in die Aufnahme eintauche, desto mehr Unglück scheint mich anzuziehen. Ich kann nicht aufhören, mich mit den düsteren Prophezeiungen über die Zukunft zu beschäftigen. Es ist, als ob die Aufnahme mich in ihren Bann zieht und ich kann nicht widerstehen. Während ich versuche, mein normales Leben aufrechtzuerhalten, geschehen seltsame Dinge um mich herum. Anfangs sind es nur leichte Missgeschicke. Mir fällt das Handy aus der Hand und der Bildschirm zerbricht, oder ich stolpere über meinen eigenen Rucksack und stoße mir den Kopf. Aber diese Unfälle nehmen allmählich an Intensität zu. Eines Tages, als ich zu Hause bin und die Aufnahme höre, fällt plötzlich ein Regal von der Wand und zerbricht in 1000 Stücke. Ich kann mir nicht erklären, wie das passiert ist, da das Regal zuvor sicher befestigt war. In den nächsten Tagen verliere ich immer wieder meine persönlichen Gegenstände. Mein Schlüssel verschwindet spurlos und ich muss die Schlösser austauschen lassen. Meine Brille, die ich dringend für die Arbeit im Café benötige, geht verloren und ich kann mich nicht erinnern, wo ich sie hingelegt habe. Die Unfälle nehmen an Intensität zu, als ich beinahe von einem herabstürzenden Objekt getroffen werde, das aus unerklärlichen Gründen aus dem Regal gefallen ist. Ich fühle mich ständig beobachtet und verfolgt, besonders nachts, wenn ich alleine zu Hause bin. Ich beginne zu glauben, dass die Tonbandaufnahme verflucht ist und dass sie etwas Dunkles und Unerklärliches in mein Leben gezogen hat. Meine Faszination wird von Angst und Paranoia überschattet und ich bin besessen davon, die Wahrheit hinter der Aufnahme zu enthüllen. In einem letzten Video sitze ich vor meiner Kamera und erzähle meinen Zuschauern die Geschichte der mysteriösen Aufnahme. Ich erkläre meine Entscheidung, die Aufnahme zu zerstören, in der Hoffnung, den Fluch zu beenden.
Die Worte fließen aus mir heraus und ich kann die Mischung aus Faszination und Angst in meiner Stimme spüren. Doch das ist noch nicht alles. Ich erkläre euch, dass ich eure Unterstützung brauche, um dieses Rätsel zu lösen. Ich bitte euch, dieses Video zu liken, zu kommentieren und meinen Kanal zu abonnieren, damit wir gemeinsam herausfinden können, was es mit dieser Aufnahme auf sich hat. Eure Hilfe und euer Glaube bedeuten mir alles. Aber dann, just in diesem Moment der Erklärung und des Aufrufs zur Aktion, geschieht etwas Unerwartetes. Ein lautes, unheimliches Geräusch ertönt im Hintergrund meines Videos und die Kamera fängt an zu flackern. Die Aufnahme endet abrupt, als ob etwas Übernatürliches eingegriffen hätte. Ich bin schockiert und weiß nicht, was passiert ist. Seitdem bin ich nicht mehr online gegangen und meine Zuschauer sind gespalten. Einige glauben, dass alles nur ein inszenierter Hoax war, während andere überzeugt sind, dass es eine übernatürliche Kraft gibt, die mich zum Schweigen gebracht hat. Die Wahrheit bleibt verborgen und ich habe keine Kontrolle mehr über das, was mit meinem Kanal und meiner Geschichte geschieht.